Servus zusammen, Zeit heute für einen leckeren French Toast zum Frühstück. Gehen wir ab in meinen Kitchen und ich zeige euch, wie das geht. So, ich kenne viele French Toast Rezepte mit mehreren Zutaten, habe auch einiges ausprobiert mit mal ein bisschen Milch oder Vanilleextrakt oder sonstiges. Trotzdem bleibt es bei mir immer beim Alten, einfach ein Baguettebrot oder einen weißen Toastbrot. Könnt ihr auch ruhig nehmen. Das Baguettebrot darf ruhig 1, 2 Tage alt sein. Das wird schön die Eier richtig schön aufsaugen. Dann brauche ich 3 Eier für ein Baguettebrot, vielleicht ein viertes Ei, weiß ich nicht genau. Dann ein bisschen Öl zum Anbraten und was auch immer ihr gerne oben drauf habt. Bei mir, klar, typisch kanadisch, Ahornsirup oder auch Dunkelschokolade. Immer lecker drauf zu schmelzen. Mehr braucht ihr nicht. Legen wir los, schneiden wir das Brot und braten wir es an. Also zuerst werde ich die Eier einfach schön hier reinknacksen und schnell mit einem Gabel zerquirlen. Dann kann ich das Brot eigentlich gleich schneiden und da rein tunken, ohne warten zu müssen. Sehr schön. Und jetzt werde ich einfach die Spitze hier entfernen. Die kann man nicht so gut anbraten. Ansonsten das Baguettebrot in circa 3 cm Scheiben schneiden. Der war ein kleines bisschen dünn. So ist besser. Dann kann ich schon einen Teil davon hier reintunken. Erst auf eine Seite, dann werde ich es umdrehen auf der anderen Seite. Natürlich könnte ich einen tieferen Schüssel nehmen oder ein paar Eier mehr, aber das passt schon so. Da muss man sie einfach umdrehen. In der Zwischenzeit habe ich meinen Herd auf 8 vom 9 erhitzt. Ich werde es dann aber runterdrehen, bevor ich die Brotscheiben anbrate, auf ca. 4, sonst werden sie anbrennen. Okay, jetzt kann ich das Öl reintun. Ordentliche Menge Öl. Man will nichts anbrennen. Das sieht schon mal gut aus. Ein bisschen rumswitchen, zwischen. Und dann kann ich meinen French Toast reintun. Ein paar Minuten pro Seite anbraten und dann umdrehen. In der Zwischenzeit kann ich noch die andere Brotscheiben hier rein in das Eimischung reintun. So, jetzt waren es ein paar Minuten drin. Lieber zu früh drehen als zu spät. Sieht gut aus. Braune würde ich es nicht gern haben. Und man kann es auch mehrmals drehen, falls man merkt, okay, ich habe es zu früh gedreht, gar kein Problem. Aber das passt schon so. Aber wie gesagt, ich würde es nicht gern brauner haben als hier. Das wird schon hier ein kleines bisschen dunkel. Und ich kann noch ein paar Brotscheiben mehr reintun in der Zwischenzeit, wenn schon sowieso Platz in der Pfanne ist. Ich glaube, ich habe ein Ei zu wenig benutzt. Da werde ich einen weiteren Ei reinknacksen. Okay, so ein paar Minuten sind vorbei und ich glaube, die sind jetzt fertig. Sieht ganz gut aus. Man kann es auch ein bisschen abtropfen lassen. Das passt schon so auf Öl. Und auf die ersten werde ich ein bisschen Schokolade drauf tun, drauf schmelzen. Das passt am besten, wenn alles ganz schön heiß ist. Ich liebe Dunkelschokolade. Einfach schön oben drauf tun. Dann kann ich auch dann die nächsten gleich anbraten. Ein kleiner Taste-Test vom Schoko, während der Rest noch am Braten ist. Richtig gut. Innen durchgekocht, außen kleines bisschen kross, nicht zu viel aber. Das ist tasty. Den Rest werde ich auch mit Ahornsirup drauf machen. Aber was ihr drauf tut, ist wirklich eure Sache. Ich denke, Kinder lieben am meisten aus meiner Erfahrung Nutella. Hauptsache schön weich in der Mitte
Oh, really tasty. So, die letzten French Toasts sind fertig. Ich war ein bisschen zu lang drin. Da war jemand der Post gerade an der Tür. Und das restliche Ei habe ich auch angebraten. Tue ich hier ein Stück davon drauf, ein Stück davon. Ein bisschen Herd kann ich ausmachen. Ein bisschen Maple Syrup hier oben drauf. Oh, that's good. Und fertig. So Leute, das war's für eine weitere Episode von Marcel's Kitchen French Toast. Super einfach, dennoch so lecker zum Frühstück. Ich hoffe, dass dieses Video euch gefallen hat. Wenn ja, bitte auf Like und Abonnieren klicken, damit ich mehr Videos in meiner Küche für euch machen kann. Lasst euch schmecken und bis zum nächsten Mal bei Marcel's Kitchen.